Immer wieder fragen mich Mandanten und ich lese es auch hier in den Kommentaren bei YouTube, wie bekommt das Finanzamt überhaupt mit, dass ich dieses und jenes tue? Und damit, wie das Finanzamt das rausbekommt, wollen wir uns in diesem Video mal befassen. Wenn du unserem Kanal schon längere Zeit folgst, dann weißt du, selbst wenn du aus Deutschland wegziehst, kannst du dich nicht so ohne weiteres aus den Fängen des Finanzamts befreien. Hier gibt es möglicherweise noch Pflichten, weiterhin in Deutschland eine Steuererklärung einzureichen, bestimmte Einkommen in Deutschland zu versteuern. Und das Ganze kann sich sogar bis zu 10 Jahre nach dem Wegzug noch hinziehen, wenn du deutscher Staatsbürger bist und zum Beispiel dann als digitaler Nomade und Perpetual Traveler unterwegs bist oder in ein Niedrigsteuerland umziehst. Viele Mandanten und auch viele unserer Zuschauer hier in YouTube fragen nun, wie bekommt denn das Finanzamt das überhaupt mit? Ich habe bei der Abmeldung zum Beispiel gar nicht gesagt, dass ich digitaler Nomade bin oder in welches Land ich umziehe. Wie soll das Finanzamt denn genau mitbekommen, was ich nach meinem Wegzug aus Deutschland mache? Und dann wird hier vom automatischen Informationsaustausch gesprochen, davon, dass die Einreise kontrolliert wird und dieses und jenes, also alles extrem mühsame Aufwände, die das Finanzamt hier natürlich nie betreiben würde, zumindest in den meisten Fällen nicht. Vielleicht, wenn du jetzt hier schwer kriminell bist, dann wäre es vielleicht ein Thema, aber ansonsten wird das Finanzamt natürlich diesen Aufwand nie betreiben. Die Antwort auf die Frage, wie das Finanzamt von deinen steuerlichen Umständen erfährt, wenn du Deutschland verlassen hast, ist ganz einfach, nämlich in den meisten Fällen von dir. Sie fragen dich schlicht und ergreifend. Das fängt schon mal damit an, dass du ja bei deiner letzten Steuererklärung, die du in Deutschland einreichst, das Formular WAST einreichen musst. Das werde ich dir jetzt mal zeigen. Hier ist das Formular WAST. Dieses musst du einreichen zusammen mit deiner Steuererklärung, mit der letzten Steuererklärung, wenn du Deutschland verlässt. Hier gibt es den Abschnitt Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht und hier ist zum Beispiel die letzte Frage, ob du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist. Dazu zählt zum Beispiel auch der digitale Nomadenstatus oder wenn du als Perpetual Traveler unterwegs bist. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. So, du kannst dir schon ausrechnen, füllst du dieses Formular WAST mal aus, dann ist da ein riesen Rattenschwanz dran an weiteren Fragen, die da seitens des Finanzamts dann auf dich zukommen. Nun, du kannst natürlich diese Fragen nicht beantworten, aber dann machst du dich ja erst recht verdächtig. Willst du wirklich das Finanzamt zum Beispiel auch anlügen dann und die Fragen unehrlich beantworten? Wohl kaum, denn dann stehst du schon mit einem Bein im Knast. Aber auch unabhängig vom Formular WAST ist es recht häufig, dass das Finanzamt zum Beispiel 2, 3 Jahre nach deinem Wegzug nochmal auf dich zukommen wird und dich weitere Details zu deinem Wegzug fragen wird. Wir erleben es immer wieder bei Mandanten. Das Finanzamt ist natürlich recht überlastet. Das heißt also, hier hat man vielleicht keine Zeit, zeitnah deine Unterlagen anzuschauen. Aber so nach 2, 3 Jahren nach deinem Wegzug kommt man dann endlich mal zu deiner Akte, schaut sich das alles an und du bist vielleicht als guter Steuerzahler bekannt gewesen, der ordentlich hier verdient hat, ordentlich abgedrückt hat. Dann will man natürlich wissen, ob du auch hier alles rechtmäßig erledigt hast, was den Umzug anbelangt. Normalerweise liegt ja dann meistens auch hier eine Adresse oder Kontaktdetails für dich noch vor, sei es zum Beispiel über einen Empfangsbevollmächtigten in Deutschland. Das kann Familie sein, das kann dein Steuerberater sein oder das Finanzamt ist ja auch nicht ganz dumm, die schauen einfach mal in Google nach, finden dich dann in LinkedIn, Facebook oder auf irgendwelchen Webseiten und kontaktieren dich dann und stellen dir einfach mal so ganz unschuldige Fragen. Also zum Beispiel, erklären Sie doch mal, wo Sie in den letzten 3 Jahren sich wo aufgehalten haben. Schicken Sie uns doch mal eine Übersicht über jeden einzelnen Tag der letzten 3 Jahre. Für die meisten Leute einfach, die drücken einfach beim Google Calendar oder bei irgendeinem anderen Kalender auf den Knopf und dann können sie zeigen, wo sie sich aufgehalten haben. So, und daraus ergeben sich dann seitens des Finanzamts weitere Fragen. Zeigen Sie doch mal, wo Sie steuerlich ansässig sind, welche Steuererklärungen Sie eingereicht haben und so weiter. Das Finanzamt hat in gewisser Weise ein legitimes Recht, nach diesen Informationen zu fragen, denn wie gesagt, wenn du deutscher Staatsbürger bist, gibt es die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, bist du noch für 10 Jahre nach dem Wegzug in Deutschland steuerpflichtig. Das Finanzamt darf dich also diese Fragen auch fragen, um zu ermitteln, ob du unter diese Steuerpflicht fällst oder nicht. Natürlich, du musst jetzt nicht selbst hier dann aktiv werden und dem Finanzamt die Fragen beantworten, aber du musst dann einen Steuerberater oder Rechtsanwalt beauftragen. Es kann alles relativ aufwendig werden, aber wie gesagt, du hast eben im Grunde genommen keine Wahl. Also das ist eigentlich die häufigste Art und Weise, wie das Finanzamt zu Informationen kommt. Sie fragen schlicht und ergreifend bei dir nach und können ja auch davon ausgehen, dass du sie nicht
anlügen wirst. Dann gibt es natürlich immer wieder auch andere Kanäle, wo hier das Finanzamt was erfährt. Vielfach sind es zum Beispiel auch Mitarbeiter. Wir hatten schon Fälle von Mandanten, da hat der Mandant im Ausland gelebt, tatsächlich mit Familie, mit Kind und Kegel, hatte aber leider zum Beispiel noch eine Einliegerwohnung bei der Schwiegermutter in Deutschland. Eine vergraulte Mitarbeiterin hat dies gewusst, hat ihn dann verpfiffen und er hatte ein Riesenverfahren am Bein wegen Steuerhinterziehung in Deutschland, obwohl er tatsächlich Deutschland verlassen hatte. Aber du weißt ja, das mit dem Wohnsitz, das wird extrem ernst genommen. Sehr beliebt ist auch eine Betriebsprüfung. Ja? Nehmen wir mal an, du wohnst jetzt im Ausland und einer deiner Kunden in Deutschland, denen du Rechnung stellst als digitaler Nomade, hat eine Betriebsprüfung. Da wird deine Rechnung hier rausgezogen von deiner LLC und der Prüfer fragt, was ist denn das für eine Rechnung? Und dann sagt die nette Mitarbeiterin deines Kunden, naja, das ist doch hier die LLC von XY, der ist als digitaler Nomade unterwegs, der hat früher hier in Deutschland gewohnt, aber seit 3 Jahren zieht er um die Welt und schwupps steht das Finanzamt vor deiner Tür. Wenn auch nur vor deiner virtuellen Tür. Aber dann stehst du wieder vor der gleichen Situation, das Finanzamt kontaktiert dich. Die bekommen ja dann auch gleich noch hier von deinem Kunden deine Kontaktdetails, denn du E-Mails dann mit dem Kunden laufend und so bist du dann wieder hier unter Zugzwang und hast das gleiche Thema. Du willst nicht lügen, du willst nichts verbergen, denn das sind natürlich dann möglicherweise alles strafbare Sachverhalte. Schließlich sind natürlich immer auch Banken und auch der automatische Informationsaustausch immer ein Thema, wie hier das Finanzamt auf dich aufmerksam werden kann. Ein ganz bekanntes Problem ist ja für digitale Nomaden zum Beispiel, dass sie keinen Adressnachweis haben und deswegen zwangsläufig ihr Konto im Ausland oder auch in Deutschland eröffnen müssen mit der alten deutschen Adresse und der alten deutschen Steuernummer und schwupps ist ja das Finanzamt hier in deinen Akten drin, auf deinem Bankkonto drin, kann dort direkt reinschauen beziehungsweise bekommt über den Informationsaustausch weitere Informationen. Das kann dann wiederum hier Interesse natürlich wecken. Also nochmal zusammenfassend zu sagen, in den wenigsten Fällen gibt es hier tatsächlich umfangreiche Ermittlungen mit den Flughäfen, wer wann wo eingereist ist, wann du dich wo aufgehalten hast, dass hier irgendwie mit viel Aufwand und dann mit Amtshilfe dann in anderen Ländern über dich Informationen eingeholt werden. Das passiert sicherlich aber dann bei Leuten, die eben hochkriminell sind oder eben schwerer Kriminalität hier beschuldigt werden. In den allermeisten Fällen, meiner Erfahrung nach, wird schlicht und ergreifend der Steuerpflichtige befragt. Das Finanzamt kontaktiert ihn und dann kommt eben was ins Rollen. Wenn du da nicht die Wahrheit sagst oder hier Dinge zurückhältst oder dich in Lügen verstrickst, dann hat das meistens, ganz ehrlich gesagt, kurze Beine. Und dann ist möglicherweise danach die Kacke wirklich am Dampfen, denn dann hast du ein großes Verfahren am Bein, wenn hier das Finanzamt mal den Eindruck hat, dass du was zu verbergen hast und nicht ehrlich bist. Also, mein Rat an dich, stell dich von Anfang an so steuerlich auf, dass alles einfach ist, alles überprüfbar ist. Ja? Hol dir Rat durch qualifizierte Steuerberater und Rechtsanwälte. Lass hier dir eine sogenannte Legal Opinion ausarbeiten schriftlich, dass du was hast. Habe einen guten Beraterstab, die sich dann in deinem Namen hier mit dem Finanzamt auseinandersetzen können. Und wenn du alles richtig machst, dann hast du normalerweise auch nichts zu befürchten. Dennoch muss man realistisch sein, auf den Kosten für Steuerberater und Anwälte bleibst du dann trotzdem sitzen. Stressig mag das Ganze trotzdem sein. Aber wie gesagt, am Ende wird es sich dann zerlaufen und es wird nichts dabei herauskommen. Wenn auch du dich dafür interessierst, ins Ausland umzuziehen, um deine steuerliche Situation zu optimieren, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren dabei, Mandanten beim Umzug ins Ausland zu helfen, sich steuerlich optimal aufzustellen, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.